Sangye chedan sogen janam lan chanjom badun dane kapsunji dagi chinson chipesanamji Rolam penche sangye jompai sho sangye chedan soge janam la chanjom bado dane kapsuji dagi chinso chimpe sanamji Jola penche sangye jompai sho sangye chedan soge janam lan chanjom bado dane kapsuji dagi jinso chimpe sanamji Jola penche sangye jompai sho sem chen tam jen devan devan yunan demban junjik dunan dan dunan jin judan jawan junjik dunan memban devan damba damin jawan junjik Nyering chandan nidan javetan nam sembola nempan junjik Sem chantam jen devan dan deven yudan dempan junjik Dunan dan dunan jin judan javan junjik Duna memban dewa damba damin jawa junjik Nirin chandan nidan jawen tanam sembola nemban junjik Sem chantam jen dewa dan dewen yudan demban junjik Dunan dan dunan jin judan jawan junjik Dunan memban dewa damba damin jawan junjik Nirin chandan nidan jawan tanam sembola nempa junjik Bandan sawela madam bonche dange chewo bandan dan shunla kaden champang gonen jesonte koson tonging anjom sandosa Wir gehen jetzt mit unserem Erforschen weiter ins dritte Skanda. Das wird oft als Unterscheiden übersetzt, das ist richtig. Verkehrt ist es, das als Wahrnehmen zu übersetzen. Das ist nicht gemeint. Was wir meinen ist, das sind die Prozesse in unserem Geist, mit denen wir uns orientieren, wie wir uns im Leben orientieren, wie wir das eine vom anderen unterscheiden, Wege finden, Dinge bezeichnen, uns kommunikativ orientieren durch das Benennen, all diese Prozesse, die mit der eigenen früheren Erfahrung abgleichen. Das ist mit
Samjna gemeint, dieses unterscheidende, unterscheidende Erkennen. Und lasst uns eine kleine Meditation machen, wo wir das ein wenig erkunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, lasst uns wieder mal mit dem Körper, mit den Körperwahrnehmungen anfangen, was dann passiert ist, dass ihr aus der Menge der Erfahrungen die mit der Körperempfindung verbundenen Erfahrungen herauszufiltern. Das ist ein Prozess des Unterscheidens. Zu merken, das sind die Empfindungen, die aus den verschiedenen Bereichen des körperlichen Erlebens kommen. Wir gehen jetzt gerade nicht auf die Hörempfindung ein, die Sehempfindung und so. Ja, dort bleibe ich. Und wenn wir dann so Instruktionen bekommen, wie bei einem Bodyscan zum Beispiel, oben am Scheitel anzufangen und dann die Aufmerksamkeit fließen zu lassen über den ganzen Schädelbereich, den Hinterkopf hinunter, in den Nacken hinein und so weiter. Das sind alles unterscheidende Prozesse. Und wenn ihr jetzt irgendwo ein Jucken spürt und sagt, oh, es juckt mich in der linken Kniekehle, dann ist das solch ein Unterscheiden. Wie ihr das findet, das wäre das zweite Skandha, also das wäre die Gefühlstönung. Und das überhaupt wahrzunehmen, wäre das erste Skandha. Diese Prozesse sind innig miteinander verbunden. Und wenn ich so die Aufmerksamkeit durch den Körper gleiten lasse und dabei wahrnehme, wie ich mich orientiere, also wie sich dieser Geistesstrom orientiert und versucht zu spüren, wie das im unteren rechten Bereich des Rückens anfühlt, dann sind da eine Menge Orientierung, Unterscheidungen am Werk. Dann unterscheide ich die Empfindungen auf der Bauchoberfläche von denen vom Rücken, die von der linken Seite, von der rechten Seite, oben und unten. Wenn ich jetzt dann so etwas sage wie, lasst uns mit der Aufmerksamkeit an die Fingerkuppe des Zeigefingers gehen, dann ist allein schon das Verstehen dieser Worte ist bereits ein Unterscheiden. Zu wissen, was mit Fingerkuppe gemeint ist, was mit Zeigefinger gemeint ist. Der deutschen Sprache soweit mächtig zu sein. Und dann den Weg dorthin zu finden, im Fühlen und zu merken, wann ich angekommen bin, wenn wirklich so Treffer, ja, so jetzt ist die Aufmerksamkeit tatsächlich in der rechten Zeigefingerkuppe, in der linken Zeigefingerkuppe. Das alles sind diese orientierenden Geistesbewegungen. Geräusche, die wir hören und einordnen. Das ist eigentlich ein recht komplexer Prozess. Wir hören etwas, es findet ein Vergleichen mit bekannten Hörerfahrungen statt.
Was könnte das sein? Lauscht mal hin und versucht mal Geräusche zu finden, die nicht sofort klar sind. Und bemerkt mal dieses Bemühen im Geist, dem etwas zuzuordnen. Was könnte das sein? Wir hören zum Beispiel Klänge, die sich nach Stimmen anhören. Das ist die erste Einordnung. Wer könnte das sein? Das ist das Bemühen, sogar noch herauszufinden, wer da spricht. Dann gehen wir mal in den Bereich des Sehens. Nehmt wahr, wie nicht nur Sehen stattfindet, sondern Einordnen von Farben zu Formen, zu Gestalten, die identifiziert werden. Wie Umrisse mit Farben identifiziert werden, darauf sogar dadurch Gestalten erkennbar werden von Menschen auf dem Bildschirm. Wie wir so identifizieren, was zum Beispiel im Hintergrund auf dem Bildschirm alles zu sehen ist. Selbst wenn wir die Objekte nicht komplett sehen, haben wir doch eine Interpretation, eine Ahnung, was das ganze Objekt sein könnte. Mit wenigen Indizien arbeiten wir, orientieren uns. Und es entsteht ein Bild vom Ganzen, eine Ahnung vom Ganzen. Schaut mal, wenn ihr es könnt, in die Ferne, irgendwo hin, wo es nicht so klar ist, was zu sehen ist. Versucht, die einzelnen Zweige von einem Baum zu unterscheiden in der Ferne. Oder der Versuch zu erkennen, um was für einen Vogel es sich handelt. Nehmt vielleicht die Nuancen im Himmel wahr, Färbungsnuancen
oder einfach die Farbnuancen auf dem Fußboden vor euch. Mit dem Riechen und Schmecken orientieren wir uns auch. Wir unterscheiden verschiedene Gerüche und Geschmäcker. Wir vergleichen dabei immer mit Bekanntem. Wenn wir nichts Bekanntes finden, dann ist es schwierig. Als Meditierende lernen wir, dieses Unterscheiden zu entspannen, wenn es gerade gar nicht gebraucht wird. Das heißt, wir können in einen Wald, in eine Wiese schauen, ohne alles, was da zu sehen ist, zu unterscheiden zu müssen. Die Zwanghaftigkeit im Unterscheiden müssen wird entspannt. Ich komme jetzt mal zum 6. Bereich, das Unterscheiden im Geistigen. Schaut mal, wenn ich euch jetzt bitte, euch zu erinnern, was habt ihr zum Mittag gegessen? Da findet aus der Fülle der Erfahrung, setzen wir einen Filter an und wir unterscheiden dieses Mittagessen von früheren. Wir wissen, was mit Mittagessen gemeint ist. Wir benennen die Speisen innerlich oder wir schmecken sie nochmal, wir sehen sie nochmal. Wenn ich euch dann bitte, doch mal zu erinnern, wo wart ihr denn überhaupt letzten Monat? Dann merken wir diese orientierenden Prozesse. Okay, welchen Monat haben wir jetzt? Was war der letzte Monat? Dann merken wir, wie wir uns so entlang hangeln an unseren Bezugspunkten. Aha, Februar, okay. Und dann so aus dem dumpfen Wirrwarr vielfältigster Erinnerungen, da sortiert dieser Prozess des Unterscheidens so allmählich die Erinnerung aus, aha, das gehört in den Februar. Aha, ja. Und manchmal kriegen wir es auch nicht hin. Und dann ist die Kunst, sich damit zu entspannen. Wir werden nicht mehr alle Mittagessen des Februars zusammenbekommen. Höchst unwahrscheinlich. Wir werden es nicht mehr zusammenbekommen, uns an alle Menschen zu erinnern, denen wir im Februar begegnet sind. Das ist diese zeitliche Orientierung innerhalb von Erfahrungen, insofern sie noch heute verfügbar sind, Erinnerungen.
Und dann können wir uns sogar orientieren in die Zukunft hinein, die noch gar nicht stattgefunden hat. So, wenn ich die Frage stelle, was glaubst du, wie sich die Vereinigten Staaten im nächsten Jahr entwickeln werden? So, dann kommen jede Menge Vorstellungen. Und wir beschränken das auf einen Bereich, der in unserer Vorstellung mit den USA zu tun hat. Und was glaubst du, was in derselben Zeit im Sudan stattfindet? Und schon orientieren wir uns anders. Und ihr merkt, dass all das gewaltige geistige Prozesse sind. Sehr komplexe geistige Prozesse, von denen man nicht behaupten kann, dass das nur ein einmaliges Unterscheiden wäre, sondern unzählige Prozesse des Herausfilterns, des Überlegens, des Hinschauens, hat was mit Wissen zu tun, mit Erfahrung, mit Projektionen. Oh. Ich lasse euch mal ein wenig in der Stille und ihr beobachtet nun selber in dem, was da so alles auftaucht, wie ihr euch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft orientiert. Vielleicht bemerkt ihr auch, dass ihr aufhört, euch so zu orientieren, einfach weil ihr merkt, ist doch gar nicht nötig. Und auch das ist fein.
Und jetzt laden wir noch einmal die große Mutter ein, die befreiende Weisheit. Lassen diese befreiende Weisheit uns ganz und gar ausfüllen. Dadurch ändert sich unser Blick aufs körperliche Erleben, unsere Art zu hören verändert sich. Wir sind der nicht fassbaren Natur all diese Orientierungsversuche gewahr. Durchschauen die Illusion von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Indem wir so hineinschlüpfen in das Gefühl, in diese Weisheit aufzugehen, da bekommen wir eine Ahnung davon, welche von diesen Unterscheidungsprozessen, Orientierungsprozessen notwendig sind und vielleicht auch wie viele von ihnen so ein wenig zwanghaft sind. Wir kriegen einen Geschmack für ein sehr viel einfacheres Sein. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen beiden letzten Meditationen schon deutlicher machen, was mit diesen ganzen Gefühlstönungen und Empfindungen gemeint ist. Das zweite Skandha und das dritte Skandha, jetzt mit dem Unterscheiden, diesen ganzen Orientieren. Und ihr dürftet jetzt auch ein ganz klares Gefühl dafür haben, warum die bereits dem Gestalten zugeordnet werden. Ja? Die werden ja dem vierten Skandha, den Gestaltungen, zugeordnet, weil so offenkundig ist, dass wir mit diesen beiden Prozessen, also alles mit einem gefühlten Geschmack, mit Empfindungen von tut gut, tut nicht so gut, mag ich nicht, angenehm, unangenehm zu versehen. Damit, das ist auch eine Form, sich zu orientieren, ist eine gefühlsmäßige Orientierung in der Welt. Und das ganze andere, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist auch, wir sehen, wow, da würde keiner von uns sich auf dieselbe Art orientieren und unterscheiden. Jeder unterscheidet ein wenig anders oder sogar deutlich anders und gestaltet damit eine andere Welt. Und in diesen beiden ersten gestaltenden Aktivitäten merken wir bereits, dass die Kleshas schon aktiv sind, nicht wahr? Wir merken, dass da schon Vorlieben und Abneigung aktiv sind und selektionierende Prozesse, also Auswählen von dem, was mir wichtig erscheint und mir weniger wichtig erscheint. In manchen Bereichen, da interessiere ich mich überhaupt nicht, ist mir doch egal, wie die Vögel heißen, die da rumfliegen. Ja, also so, ja, interessiert mich schon gar nicht und für andere ist das total wichtig. Die können keine Pflanze anschauen, ohne ihren Namen geben zu müssen und mich interessiert das vielleicht gar nicht. Dafür ist mir ganz, ganz wichtig, was beim Essen los ist, ja? Was für Essen auf den Tisch kommt und, was für Gewürze da verwendet werden. Jeder hat so seine Vorlieben. Und so gestaltet sich bereits unsere Welt. Das ist schon, da geht es richtig schon los. Und stellt euch vor, in all das jetzt, da kommt so eine Leichtigkeit hinein, weil wir es durchschauen, weil wir mitbekommen, so eine gewisse Beliebigkeit, ja, also es könnte auch anders laufen, jemand anders würde das wahrscheinlich auch anders erleben und anders sehen. Das kommt hinein und dann kommt hinein, dass ich merke, all das findet im Geist statt, das ist so, was sich aufbaut und gleich auch wieder auflöst und es wird durchsichtig, wir durchschauen es. Es ist Teil des gedanklichen, des geistigen Schauspiels, muss nicht bedeuten, dass es begriffliches Denken ist viel, ist eigentlich fast alles von diesem sich orientieren läuft im nicht begrifflichen Bereich ab. Immer die Begriffe kommen immer zu spät. Die sind dann danach, wenn wir uns sicher geworden sind oder wenn wir uns zumindest sicher unsicher sind, dann kommen die Begriffe. Aber davor, das ist alles in einer Hochgeschwindigkeit, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn wir da warten würden auf die Worte, dann kämen wir gar nicht hinterher. Ja, bei dem Aussortieren, welche Erfahrungen jetzt in den Februar gehören. Das geht so ruckzuck, wir orientieren uns an ein paar Eckpunkten und ja, so schnell kann man gar nicht das alles in Sprache ausdrücken. Oder wenn ich mich versuche, an den Geschmack der Spaghetti-Soße von heute Mittag zu erinnern. Das geht nicht begrifflich. Begrifflich läuft da gar nichts. Ja? Nur die Überschrift ist begrifflich. Und das ist, ja, wir treten ein in ein immer tieferes Verständnis von unserem Geist. Das hat alles mit Einsicht zu tun. Einsichtsmeditation bedeutet, das alles kennenzulernen und zu sehen, wie sich da etwas Zusätzliches einnistet. So dieses Gefühl, das bin ich. Ja? Ich bin das,
Was ich wahrnehme, war das erste Skandal. Ich bin das, ja, was ich für gut halte und schlecht halte. Also meine Vorlieben. Ich bin meine Vorlieben und meine Abneigung. Ich bin meine Lebenserfahrung. Das haben wir jetzt gerade mit dem Unterscheiden. Ja, das ist eigentlich, ich bin meine Lebenserfahrung. Ich bin mein Wissen, das gehört da auch dazu. Alles, was mir hilft, mich zu orientieren. Ich bin auch diese kulturelle Prägung, so sage ich das nicht, aber wie ich mich orientiere, das tue ich ja aufgrund meiner kulturellen Prägung und in welcher Sprache ich groß geworden bin und. Also welche Leuten ich begegnet bin. Und das führt alles dazu bei, das trägt alles dazu bei, wie ich mich in dieser Welt dann zurechtfinde, wie sich meine Welt innerlich konstruiert. Und das ist ganz normal, dass man sich damit identifiziert. Ne? Können wir alle nachvollziehen. Wir sind noch gar nicht in dem heftigen emotionalen Bereich. Sind wir noch gar nicht drin. Der kommt erst nachher. Wir sind bei den ganzen Vorbereitungen. Wir schaffen gerade den Boden, das ist ein ziemlich so guter Nährboden so von Ich-Identifikation. Auf diesem Boden, wenn da mir etwas widerspricht, kommt gern mal der Ärger oder das Behaupten, das Recht haben und das meine Vorlieben durchsetzen. Und so soll es sein. Wenn mich da etwas lockt, dann kommt sehr schnell das Greifen. Genau, das habe ich immer schon gewollt. Und dann geht die Post in die Richtung ab. Und das Vergleichen mit anderen. Ja? Stolz und Eifersucht. Wir haben jetzt den Nährboden dafür, für das, was als nächstes kommt. Ja, als nächstes kommt das vierte Skanda der Gestaltungen, wo die beiden schon enthalten sind. Und dann geht es um die heilsamen Geistesfaktoren, die gestalten, und die nicht heilsamen Geistesfaktoren, die gestalten, alle auf der Basis unserer Fähigkeit, den Geist auf etwas auszurichten. Ja, das sind die Fähigkeiten, die zu den ersten 5 allgegenwärtigen und zu den 5 objektvergewissernden Faktoren gehören. Das erspare ich euch. Aber die Fähigkeit, den Geist auszurichten, ist die Grundlage dafür, worauf sich Begierde ausrichtet, worauf sich Ärger ausrichtet, wie Stolz vergleicht, wie Freigebigkeit geübt wird, wie Liebe sich richtet und so. Das alles hat diese Fähigkeit als Grundlage, bei etwas so lange verweilen zu können, wie es diese Aufgabe braucht. Okay, heute also jetzt am Nachmittag ist die Pause etwas früher. Wir treffen uns wieder um 4 Uhr und ihr werdet euch schon denken können, es geht dann direkt ab mit den Gestaltungen. Ne? Wir werden uns den Gestaltungen zuwenden und wir sind dann schon sehr weit. Bei den Bewusstseinszuständen wird es dann echt easy. Ja, die Gestaltungen sind noch ein bisschen herausfordernd, aber auch nicht so arg. Bis gleich. Auf geht's. Kannst es noch ein bisschen heller machen.
Die Meditation beginnt schon. Richtet es euch wieder ein. Wir werden jetzt ein wenig erforschen, wie wir eine Situation gestalten, ständig. Dafür braucht gar nicht viel los zu sein. Einfach so jetzt hier zu sitzen, nichts Besonderes zu tun, das reicht aus. Es geht diesmal um die lenkenden Kräfte. Das, was die Aufmerksamkeit lenkt. Die Aufmerksamkeit weilt dort, wo unser Interesse am größten ist. Interesse kann sich auch zu einem Wollen auswachsen, kann stark werden, kann ein sanftes Interesse sein, eine sanfte Ausrichtung. Wenn wir uns zum Beispiel darauf ausrichten, Entspannung zu finden. Das Interesse geht in Richtung entspanntes Sein, Öffnung. Wir nutzen dabei unsere Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Anspannung und Entspannung, Weite und Enge. Wenn wir bemerken, dass der Geist vielleicht dumpf wird, könnte das Interesse in Richtung Wachheit gehen und wir öffnen die Augen, schauen ein bisschen nach oben, lassen mehr Licht herein. Wenn der Wunsch mehr in Richtung Beruhigung aller Sinneseindrücke geht, dann schließen wir vielleicht die Augen. Wenn das Interesse dahin geht, zu spüren, wie es mir geht, dann wandert die Aufmerksamkeit in das gefühlte Erleben.
Und wenn wir uns dann sagen, oh, ich möchte noch ein bisschen genauer spüren, wie es mir geht, dann verweilen wir etwas länger dort, nutzen wieder das Unterscheiden, verweilen, merken, in dem Bereich fühlt es sich so an, in anderen Bereichen aber anders. Zum Beispiel, ich fühle mich ein wenig erschöpft und doch eigentlich froh und dankbar. Drei leicht verschiedene Beobachtungen. Es können sich noch mehr zeigen, wenn wir länger verweilen. Ich lasse euch mal für eine Weile in Ruhe gestalten, euch beim Gestalten zuschauen, also diesen gestaltenden Kräften zuschauen. Wie Interesse und Wollen, Absichten, Motivationen die Aufmerksamkeit lenken und stabilisieren. Wie wir uns manchmal in Bereichen aufhalten, die uns gut tun, die heilsam sind. Und manchmal verstricken wir uns vielleicht auch ein wenig.
Bei diesem Gestalten, wie sich euer Erleben jetzt gerade gestaltet, da gibt es bewusste und unbewusste Kräfte, die wirken. Achtet mal darauf, wann die unbewussten Kräfte übernehmen, wann es mehr die bewussten Kräfte sind. Zu den unbewussten Kräften gehören ganz viele Gewohnheiten, so Muster, mit denen wir unterwegs sind, die in uns wirken. Wie ist das, wenn wir jetzt ein wenig bewusst die Kraft des Vertrauens aktivieren? Das Vertrauen in die grundlegende offene Weite unseres Seins. Ich weiß nicht genau, ob ihr das so direkt aktivieren könnt. Es kann auch so, wir können uns auch so helfen, dass wir wie die Zuflucht nochmal vor uns entstehen lassen, ganz leuchtend. Die große Mutter oder Vajradhara, den Urbuddha oder. Und diese leuchtende Zuflucht nochmal bekräftigend in uns verschmilzt, so als wollte sie uns sagen, ja, du bist genauso wie wir. Das sind jetzt sehr stark gestaltende Prozesse. Und dieses Vertrauen in das natürliche Sein, das wird dadurch ein wenig gestärkt.
dieses Vertrauen, dass es nichts zu tun gibt. Vertrauensvoll spüren, vertrauensvoll hören, vertrauensvoll sehen, vertrauensvoll einfach sein. Ganz vielen Dank. Vertrauen ist so einer der ganz großen, heilsamen Geistesfaktoren. Ne? Ist ein Element in der Liste der heilsamen Geistesfaktoren. Und ganz zentral für einen Weg des Wachwerdens, des Erwachens. Und natürlich würde ich mit euch keine Meditation jetzt machen, wo wir das Gegenteil aktivieren. Aber ich will es mal wenigstens andeuten. Jetzt stellt euch vor, in uns würden Muster aktiv des Zweifels. Zweifel an uns selbst, Zweifel an den Lehren, Zweifel überhaupt, ob es so eine Grundnatur, eine gute Grundnatur des Geistes überhaupt gibt. Vielleicht lauert in der Tiefe ja die Psychose, vielleicht, ja, Zweifel. Zweifel, die sehr leicht anspringen können, ja, und dafür sorgen unsere unbewussten Muster.
mangelndes Selbstvertrauen ist Ausdruck davon. Ja. Dieses Wow, und plötzlich zweifeln wir an uns selbst und allem anderen. Und die Welt wird ganz dunkel. Wir beobachten dann gestaltende Geisteskräfte, wo die Aufmerksamkeit in Bereichen verweilt, die etwas ganz anderes bewirken, als wenn wir mit den heilsamen Faktoren unterwegs sind. Nicht wahr? Wie zum Beispiel Vertrauen oder Dankbarkeit oder Liebe und Mitgefühl, Freude und so weiter. Jetzt haben wir natürlich nicht so die Macht, die Herrschaft über das, was im Geist passiert. Es gestaltet sich, nicht wahr? Und dieses unbewusste Gestalten ist sehr, sehr intensiv und ziemlich dauerhaft. Ja? So gestaltet sich auch unser Abgelenktsein wie von selbst. Wir brauchen gar nichts dafür zu tun. Der Geist geht von selbst auf Reisen. Und es ist ja immer die Frage, gibt es noch einen freien Willen oder nicht? Die kann ich auch nicht beantworten, darüber habe ich auch schon mal öffentlich gesprochen und so, aber was ich weiß, dass es im Bereich des Gestaltens die Möglichkeit gibt, bewusst den Geist zu lenken. Und das ist nicht mit einem mega starken Willen, sondern wenn wir es schaffen, den Geist dahin zu lenken, wo er sich eigentlich natürlicherweise aufhalten würde, aufhalten könnte, dann wird es immer leichter. Ich muss nicht so viel Gegenkräfte überwinden. Also wenn ich herausfinde, dass der Geist eigentlich natürlicherweise offen und entspannt ist, dass er das liebt, ja? Also dass unser Geist geradezu aufatmet und das aufsaugt, wenn diese heilsamen Geisteszustände sich ausbreiten, diese Weite, dann lenke ich ihn zwar bewusst in diese Richtung, aber weil er das ja von sich aus sehr gerne mag, weil das seiner Grundnatur entspricht, wird es mit der Zeit leichter. Zu Anfang gibt es manchmal auch Hürden zu überwinden, so ein bisschen, als ob wir über einen Zaun springen müssten oder so einen kleinen Hügel hochlaufen. Erst auf der anderen Seite geht es wieder entspannt abwärts. Aber tatsächlich, das ist die schöne Erfahrung, dass dieses Gestalten in Richtung des Heilsamen, das ist ein Gestalten in Richtung dessen, wie es natürlicherweise ist. Und diese Aussage, wie es natürlicherweise ist, die nehmen wir aus der Beobachtung von Menschen, von Geistesströmen, die frei geworden sind, wo keine bremsenden Funktionen mehr aktiv sind, die nicht durch Ich-Bezogenheit und Fixierung und dergleichen ausgebremst sind. Also die Arhats und die erleuchteten Bodhisattvas und Bodhisattvas, die dienten als Beispiel dafür, wie sich Mensch anfühlt, wenn die Schleier beseitigt sind. Und heilsames Gestalten geht in Richtung auf das, wie es ohnehin ist. Und wir schauen, dass wir immer weniger Energie aufwenden. Also es braucht immer weniger Wollen. Es braucht nur ein sanftes Interesse, das sich dann aber auch von selbst einstellt, an offenen Geisteszuständen, offenen Herzenszuständen. Ja, so. Diese natürliche Neigung ins offene, fließende hinein, die muss zu Anfang kultiviert werden, die braucht ein wenig gestaltende Unterstützung und dann merken wir, und dann geht es mit der Zeit leichter. Wie lang diese Zeit ist, wie lang das kann ich auch nicht sagen. Es ist bei jedem ein bisschen anders. Eigentlich geht es sofort, es braucht überhaupt keine Zeit, aber manchmal sind so starke Muster aktiv, wo dann doch wieder sehr starke Zweifel kommen, sehr starke Ängste, dieses und jenes, wo Traumata aktiviert werden und so. Und dann hat
man das Gefühl, wie zurückgeworfen zu werden. Aber das macht gar nichts. Wir gestalten sanft weiter. Wir laden den Geist immer wieder ein, in die Öffnung zu gehen. Ja, okay, ich bin bereit jetzt wieder in die Öffnung zu gehen. Egal, was vorher war und was nachher kommt. Jetzt bin ich wieder bereit. Und das ist dieser Moment des Gestaltens. Das ist das, was wir zulassen. Und das ist wunderbar. Wir lassen es immer wieder zu. Und das nennt man Meditation. Meditation ist das Verweilen im Heilsamen. Unabgelenkte Meditation ist das unabgelenkte Verweilen im Heilsamen. Das nennt man dann Samadhi. Okay, und wisst ihr was? Heute machen wir ein bisschen früher Schluss. Wir machen jetzt noch eine Meditation und es gibt dann keine dritte Serie heute mehr. Wir machen noch eine kleine Meditation. Alles andere verschieben wir auf morgen. Es geht nämlich jetzt nur noch um die Bewusstseinszustände und das ist sowas von easy. Ja, kann ja keiner seinem Bewusstsein entfliehen, oder? Wir nehmen einfach alles, was kommt, als Futter. Weil in mir und offenbar auch in euch ist eine gewisse Ermüdung. Und dann werden wir das nicht überstrapazieren heute. Wir werden nachgeben. Nicht wahr? Nachgeben. Ist eine tolle Sache. Könnte zu den heilsamen Geistesfaktoren zählen. Also nochmal ein bisschen. Lehnt euch ruhig an. Ich mache auch mit. Also wir lehnen uns an. Kurze Nachfrage. Na, seid ihr bewusst? Ja, ne? Seid bewusst. Also ist Bewusstsein da. Ziemlich einfache Geschichte. Und wenn ihr so euren Blick so schweifen lasst, dann merkt ihr, wie es sich im visuellen Bewusstsein immer ein wenig anders gestaltet. Ist nicht dasselbe, ob wir nach oben gucken oder nach unten oder nach rechts oder nach links. Wenn wir die Augen gar nicht mehr so anstrengen, vielleicht sogar schließen und ins Hören gehen. Tritt die Welt der Geräusche, der Klänge viel stärker ins Bewusstsein. Wir brauchen die Augen nicht geschlossen zu haben. Wir sind einfach mit unserer Aufmerksamkeit stärker beim Hören. Und so können wir gleiten durch die 6 Sinnesbereiche. Ich lasse euch da mal ein paar Minuten einfach so gleiten und bemerken, wie sich die Bewusstseinsinhalte, die Gefühlstönungen, wie sie sich verändern, vom einen ins andere wandeln, kontinuierlich, ohne Brüche.
Einatmen fühlt es sich leicht anders an als beim Ausatmen. Wenn Gedanken kommen, Impulse, fühlt es sich anders an als vorher und auch nachher. Strömendes Erleben. Ständig wechselnde Tönungen, Inhalte und doch so grundlegende Qualitäten des Seins, die irgendwie immer da sind. Weit, raumgleich. Dieses unbehinderte Strömen, die nicht beschreibbare, nicht fassbare Natur des Erlebens. Dieses Erleben, was so deutlich ist, so klar erlebt wird und doch nicht
ergriffen werden kann.
Diese beiden letzten Skandhas, wisst ihr, das Skandha der Gestaltungen, das wird auf Sanskrit genannt Sanskara. Sanskaras sind, Sam bedeutet immer alles und Kara heißt tun. Das, was alles tut, das, was alles macht. Ja, das ist das, was alles gestaltet. Und das 5. Skandha, das heißt Vijnana. Vijnana ist Bewusstsein, das sich auf etwas richtet. Vijnana ist also Bewusstsein mit Inhalten. Und wenn sich dieses Bewusstsein seiner selbst gewahr wird, dann ist es Jnana. Das Gewahrsein, das sich seiner selbst bewusst ist, das zeitlose Gewahrsein. Dann wird es non-dual. In der Ausrichtung auf etwas vermeintlich anderes ist es dual. Im Gewahrsein der eigenen Natur wird es non-dual. Das ist Bewusstsein. Und so können wir bei all diesen Bewusstseinsprozessen, die wir uns angeschaut haben, vom Wahrnehmen der Formen angefangen, bis hin zu den globalen, sich ständig entwickelnden Bewusstseinszuständen, können wir immer den Blick in die Natur des Geschehens richten und es ändert sich etwas. Die vermeintliche Dinghaftigkeit dessen, was sich da vollzieht, die Dinghaftigkeit löst sich aus und alles kriegt diese nicht fassbare, ja, diese nicht greifbare, nicht beschreibbare Qualität. Diese Eigenschaft in den Vordergrund zu holen und dessen immer wieder bewusst zu sein, das ist der Weg der Befreiung. Das ist, wie sich diese ganzen Prozesse, die wir dann in diese 5 Skandhas unterteilt haben, wie die sich allmählich befreien aus dem Zugriff der Identifikation. Man könnte ja durchaus glauben, ich bin dieses Bewusstsein, ich bin diese verschiedenen Bewusstseinszustände. Ja gut, dann bin ich ein sehr, sehr dynamisches Ich. Ja, sehr dynamisch. Ja, und auch nicht fassbar. Und es ist in Ordnung. Aber wir denken, das wäre alles ziemlich solide. Alles, was wir so erleben, denken wir so, das ist die normale Tendenz. Und Praxis bedeutet, aus diesem Fixieren herauszufinden, die Dinge werden lockerer, geschmeidiger, fließender, nicht mehr so dinglich, so zeitweilig ziemlich real und dann doch wieder durchschaut und, ja, okay, das war jetzt wieder mal so eine Gestaltung, eine größere, ja? Es war ein Wutausbruch oder ein Mutausbruch, was auch immer, ja? Das sind so die Gestaltungen, ne, die wir erleben. Und die Identifikation lässt nach. Und damit verändert sich unser ganzes Erleben. So viel für heute. Das waren so, wir waren unglaublich tapfer heute. Wir haben diese ganze Reise da gemacht. Durch die verschiedenen Skandhas hindurch. Wir hatten ja zunächst mal noch mit den Formen angefangen, wo haben wir heute angefangen? Mit dem Schmecken, mit dem Schmecken, Riechen und Schmecken haben wir angefangen und dann haben wir weitergemacht mit den anderen. Also da haben wir eine ganz schöne Reise hingelegt. Und ich finde, es ist jetzt genug. Gibt auch keine Fragen heute Abend. Keine Fragen. Die hebt ihr euch auf, die schreibt ihr euch auf, die notiert ihr euch. Einfach nur so. Und ich wünsche euch jetzt einen ganz entspannten Abend, Spätnachmittag und Abend, in dem ihr euch super gut erholt, dass ihr morgen in aller Frische wieder da seid. Tja,
Guckt mich nicht so an. Die Dinge ändern sich immer, ist immer ein bisschen anders, als man denkt, oder? Ja, und das ist das Schöne, ne? Das ist das Schöne, dass wir das einfach so machen können. Oh, ich würde euch jetzt auch gerne so ein paar Herzchen zuschicken. Vielleicht kann der Tobias das für mich machen. Ja. Mini-Herzchen, Mini-Herzchen. So. So. Zeigefinger. Daumen. Ah, so. So. Mini-Herzchen. Wie auch immer. Keine Ahnung, wie das. Ich kenne nur das da. Ich kenne nur das da. Gut, gut. Also, mit Humor, mit viel Freude. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.